Hallo zusammen zum dritten Teil von Wer bin ich? Ich habe im letzten Video habe ich einen kleinen Sprung gemacht irgendwie. Und zwar bin ich ja gleich irgendwie bei der Wohnung gelandet. Aber natürlich, wenn man sich eine Wohnung kauft, ne, oder auf Kreditbasis, braucht man anfänglich, ist natürlich gut, auch einen gewissen Eigenkapital mitzubringen, um bessere Konditionen zu erhalten. Und dabei, wie bin ich überhaupt an das Geld gekommen? Das Eigenkapital hatte ich mal kurz angerissen gehabt. Und zwar habe ich ja schon mit 14 angefangen gehabt zu arbeiten. Das waren aber so Botendienste mit dem Fahrrad, Medikamente austragen, Trinkgelder bekommen von den Omis und Opis. Und da konnte man so, ja, mit 14 war das eigentlich leicht verdientes Geld. Treppe hoch, runter, Fahrrad fahren. Und ja, je älter ich wurde, habe ich dann andere Sachen gemacht, wie Supermärkte gearbeitet, Regale eingeräumt, etc. Oder ich habe Inventuren gemacht und Zeitungen ausgetragen oder mit meiner Mutter zusammen in so einem Imbisswagen, die da so in Karneval oder Weihnachtsmärkten da rumstehen, Brötchen geschmiert, Lachsbrötchen gemacht und verkauft und ja, mit dem Inhaber damals, also wir waren immer nur Hilfen gewesen, habe ich meiner Mutter auch immer wieder ausgeholfen. Bei irgendwelchen Putztätigkeiten hat sie mir dann halt irgendwie einen Taler gegeben oder ein bisschen mehr halt. Und ich habe dann auch zu Weihnachten bei meiner Mutter, die war Küchenhilfe gewesen in so einem 5-Sterne-Restaurant, hat aber nur so Salate gemacht oder so zubereitet. Also nichts, kein Michelin oder so. Aber ich war dann auch da der Kellner gewesen. Und da gab es dann auch schon mal so Trinkgeld von 50 Mark von so Leuten, die so Hummer gegessen haben. Also ich habe viel so in meiner, ich sage ja mal, jugendlichen Kindzeit oder Jugendzeit verdient gehabt. Und ich habe jeden Job mitgemacht, den man nur machen kann. Ich habe sogar bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben mitgearbeitet, bei der Fahrgastzählung und Fahrgastbefragung. Und wenn ich noch ein bisschen länger überlege, fällt mir bestimmt noch einiges mehr ein, was ich gemacht habe. Das war einfach viel zu viel. Also nicht viel zu viel, sondern ich habe jede Freizeit dafür genutzt, Geld zu verdienen. Und das Schöne war, ich war halt bei meiner Mutter, Hotel Mama nennt man das ja auch, Kostenlogis war umsonst. Und da ich dann auch so sparsam war schon von Kind an, ging schon ins Geizige über. Ich habe auch nie Klamotten gekauft, hat mir meine Mutter immer so von der Halsarmee angeschleppt, Secondhand. Und ich hatte so gut wie gar keine Ausgaben, null. Und ja, alles, was ich dann hatte, habe ich dann auf die hohe Kante gelegt. Und ja, und habe dann, wie dann auch schon erwähnt, bei den Banken dann halt investiert. Jo, jetzt hatte ich ja meine Wohnung gehabt, ne? Und habe schön meine Raten bezahlt. Danach habe ich mich mit dem Aktienmarkt beschäftigt gehabt, sehr viele Börsenzeitschriften gelesen und ja, was es da zum Lesen gab, alles gelesen. Und habe dann halt so gedacht, so okay, dadurch, dass die Zinsen ja so peu à peu sind sie gefallen, so wurde immer weniger, von 6 auf 5 und 4 und so. Und da dachte ich mir so, okay, jetzt musst du eine andere Anlageoption finden und habe dann so langsam angefangen, mich mit dem Aktienmarkt beschäftigen und habe dann das gesparte Geld, was ich am Monatsende hatte, habe ich dann angefangen in so einen weltweit aufgesetzten ETF zu setzen und habe dann so regelmäßige Spareinlagen gemacht und ja, da haben wir so ein kleines Vermögen, sage ich jetzt mal, aufgebaut oder angespart. Ja, es gibt ja auch natürlich, gibt natürlich nicht nur Erfolg, es gibt natürlich auch Rückschläge. Ich komme aus dem Urlaub wieder von Türkei, sitze im Flieger, grapsche mir da so eine Zeitung und stelle dann fest, da sind so die Flüge ins World Trade Center reingeflogen. Und ja, gab es dann erstmal einen Börsencrash.
ich will jetzt nicht sagen, ich habe alles verloren, aber ich glaube, das waren so 40-50% Einbußen gewesen zu dem Zeitpunkt und habe dann aber jetzt auch dann so gelassen, wie es ist mit den ETF. Habe dann erstmal die Reißleine gezogen, nicht mehr eingespart und ein bisschen das Ganze ausgesetzt. Und bis ich dann halt so wieder gemerkt habe, ja, die Börsen stiegen dann wieder und habe dann langsam wieder angefangen, Geld in den ETF reinzuschubsen. Beziehungsweise das Ganze war ja dann auch zu niedrigen Kursen gewesen und hatte dann am Ende, wo ich dann es geschafft habe, dass die Börsen wieder höher gegangen sind und durch die niedrigen Einkäufe, habe ich dann quasi vor Schreck habe ich dann quasi dann das Geld wieder abgezogen und habe mir dann gesagt, so nee, machst du erstmal nicht. Nach einer gewissen Pause bin ich dann aber trotzdem dann wieder in den Aktienmarkt wieder reingegangen, denn ich habe mein erster Rentenbescheid, den ich bekommen hatte, erinnere ich mich, da stand dann noch damals, wenn du in die Rente gehst, irgendwann mal, weiß nicht wann das war, das Jahr weiß ich nicht mehr, 64 oder was war gewesen, oder 67, mit 67 Jahren oder 64 Jahren, ich weiß nicht mehr, was da so drin stand, aber was da drin stand, dass ich dann auf jeden Fall 67% von meinem Nettolohn bekommen würde. Und das haben sie dann in den Jahren dann irgendwie mehr abschmelzen lassen. Haben dann zwar gesagt, ja, die Rente ist zwar sicher und so, aber wenn das Rentenniveau dann quasi immer weiter sinkt und habe ich mir gedacht, nee, da ist gar nichts sicher, da musst du auf jeden Fall was gegensteuern. Und deswegen bin ich dann halt auch wieder in den Aktienmarkt eingestiegen, beziehungsweise habe dann auch nach weiteren Anlagemöglichkeiten gesucht gehabt, um sein Geld irgendwie zu erhalten. Denn von der Rente kann man gar nicht zählen oder rechnen, wenn das so weitergeht. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Mit 70 muss ich nicht mehr in Rente. Oh, hey, super, freue ich mich jetzt schon drauf. Aber wenn das Rentenniveau weiter gesenkt wird auf 43% oder was, dann sehe ich ganz schön blöder aus. Dann muss ich auf jeden Fall irgendwas in der Hand haben. Das sind halt die Gründe auch, warum ich dann wieder weitergemacht habe. Welche Anlagemöglichkeiten ich mir danach gesucht habe, das erzähle ich euch dann im nächsten Video. Das soll dann mal für heute erstmal reichen. Bis dann, ciao!